Hallo, hier ist Meini. Hast du Lust auf eine echte georgische Khachapuri? Das hier ist Penovani Khachapuri, also ein Khachapuri aus Blätterteig. In meinem Georgien Street Food Video habe ich euch gezeigt, dass meine Tante Penovani Khachapuri im Blech zubereitet hat. Ich bereite ihn heute in großen Stücken vor und verwende dafür einen selbstgemachten Blätterteig. Wie man den Blätterteig selber zubereitet, seht ihr oben in dem eingeblendeten Video. In Georgien würde ich normalerweise tolle georgische Käsesorten verwenden, zum Beispiel den Sulguni-Käse. In Deutschland verwende ich eine Mischung aus jungem Gouda, Mozzarella und einem Kräuter-Hirtenkäse. Die Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Starke Käsesorten, zum Beispiel Hartkäse oder Blauschimmelkäse, passen überhaupt nicht zu diesem Gericht. Hier kann man noch ein Ei für die Bindung reingeben und schön verkneten. Ich rolle den Blätterteig erstmal schön dünn aus. Wenn ihr die Khachapuris im ganzen Blech zubereiten wollt, dann einfach den geriebenen Käse drauf verteilen, mit Blätterteig zudecken und backen. Ich möchte ihn heute aber in Stücke schneiden. Für noch mehr Videos abonniert jetzt bitte meinen YouTube-Kanal. Dann lege ich eine gute Männerportion Käse rein und schließe die Khachapuris. Wenn ihr sie nicht zu fest schließt, werden sie beim Backen etwas aufgehen und dann sieht man den Käse innen drin. Ich finde, das sieht geiler aus und macht mehr Lust darauf, reinzubeißen. Meine Tante legt noch Butterflöckchen auf den Käse drauf, aber da mein Blätterteig selbst gemacht ist, ist da schon genug Butter drin. Dieses Gericht ist sowieso sehr mächtig und sehr sättigend. Für die schöne Farbe noch eine schöne Eigelb-Milchmischung oben drauf pinseln und die Khachapuris bei etwa 200 Grad goldbraun backen. Als Ergebnis erhaltet ihr Prachtstücke, die garantiert eurer Seele gut tun. Genießt sie am besten 5 bis 10 Minuten nach dem Backen. Vorsicht, der Käse ist sehr heiß. Danke für das Abonnieren und wir sehen uns wieder, wenn es das nächste Mal wieder heißt: Hallo, hier ist Meini.